Grüß euch, Servus und Hallo zu einem neuen Video vom Pomade Shop. Ich habe heute ein Review von einem neuen Produkt von Uppercut. Ihr seht es vielleicht hier und hier. Und zwar geht es um das Clay Spray. Das Clay Spray ist ein bisschen anders, als der Name es wirken lässt. Nicht einfach nur ein mattes, flüssiges Haarspray, würde ich mal sagen, sondern also an sich ist es ein total wildes Produkt mit relativ vielen Eigenschaften, je nachdem, wie man es verwendet. Man könnte fast sagen, es ist eine sprühbare, ganz leichte Matte Pomade. Vogelwild, ich weiß, ich habe es gesagt. Also es ist die, wie gesagt, je nach Anwendung. Packt euch ein bisschen was in die Haare, föhnt sie euch, ihr habt tolles Volumen und Grip. Nehmt ein bisschen mehr, ihr habt gleich, wie ich es gesagt habe, leichten Halt, Formbarkeit. Grip ist immer da, den habt ihr auf jeden Fall sehr schön. Und es ist halt immer matt. Oder gebt es als Finish, als Postseller quasi auf eure fertigen Haare und ihr kriegt nochmal Hammerduft dazu, muss ich tatsächlich sagen. Nochmal ein bisschen ein mattes Finish und ganz, ganz leicht extra Halt. Der ist da tatsächlich aber nicht der Rede wert, da geht es ja mehr um das matte Finish. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Vor Gebrauch am besten immer ein bisschen schütteln. Der Duft ist, wer das Uppercut Clay kennt, das ist der gleiche Duft. Der ist, ja, ich finde ihn fantastisch. Ich weiß, ich sage das sehr, sehr oft bei Düften, aber ich lasse mich bei sowas einfach sehr, sehr schnell begeistern, muss ich zugeben. Aber das ist ein, ich würde ihn jetzt ganz bewusst fruchtig männlich, also ein Aftershave Parfum Duft, der bewusst leicht herb, aber ein bisschen süßlich daherkommt. Und ich bin ein riesen Fan von dem Duft. Ich mag den super, super gerne. Anwendung ist tendenziell relativ einfach. Ihr sprüht euch das Zeug auf den Kopf, in die Haare. Ich habe gesagt, ich mache das Ganze jetzt ohne Föhnen. Deshalb packe ich mir eine ganz schön ordentliche Menge in das noch feuchte Haar hinein. Denn im trockenen Haar wäre es bei mir dann wieder ein bisschen schwierig. Das Ganze, also das Einarbeiten ist einfach, ganz klar, es ist eine Flüssigkeit, klar. Aber dann meine Haare zu sortieren, wird dann schon wieder ein bisschen schwierig. Ich merke jetzt in den Händen, je länger ich warte, eine ganz, ganz leichte Klebrigkeit schon, die fast, wie ich es gesagt habe, an so eine ganz leichte Pomade erinnert. Also ich kann mir jetzt hier die Haare schon mal ein bisschen hinsortieren. Ich lege auch noch ein bisschen nach. Einfach richtig schön. Ich kann ihm jetzt so die Grundfrisur, sage ich mal, die Grundrichtung gebe ich vor. Ihr werdet damit keine, also ich sage jetzt mal keine akkuraten Styles im Sinne von, wie ich mir normal die Tolle mache. Funktioniert bei meinen Haaren auf gar keinen Fall. Das kriege ich nicht hin, das ist viel zu wenig Halt. Aber so einen lockeren, ich würde sagen vielleicht Beach-Look, das Business-Schick in irgendeiner Art, ist absolut machbar. Wirkt jetzt am Anfang natürlich noch leicht glänzend, wird aber wirklich matt. So, also einfach nur kurz zur Seite gebürstet, die Haare relativ grob, aber genau darum geht es ja jetzt. Die sind jetzt an Ort und Stelle, passiert jetzt auch nicht mehr so viel, außer wenn ich natürlich jetzt anfange, Kopf rumzuwackeln, dann. Es ist alles schön sortiert. Riesenvorteil von dem Produkt, finde ich persönlich zumindest, ihr könnt euch immer wieder durch die Haare fahren, ohne die Struktur wirklich zu zerstören und alles kaputt zu machen, sondern ihr merkt, das ist das, was ich meinte, dass es fast ein flüssiges Wachs beziehungsweise eine leichte Pomade einfach ist. Ihr könnt durchgehen, die Haare wieder neu modellieren, die ganze Zeit, ohne dass es jetzt wirklich krass crispy ist, obwohl es ein mattes Produkt ist. Und ohne, dass ihr die Struktur komplett aufbrecht und wie bei vielen anderen matten, wasserbasierten Produkten, dass es dann so fluffig wird. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Also das ist, ich kann jetzt, ja klar, jetzt ist es auch noch nicht angezogen. Ich habe jetzt natürlich noch schön viel Zeit, hier nochmal durchzugehen, mich zu spielen. Ich kann mir auch den Slickback jetzt einfach noch hinmachen, nur dass ihr mal seht, was denn so ungefähr damit möglich ist. Ihr seht, Volumen kommt auch gleich mit. Klar, habe ich sowieso schon, aber geht mit.
Aber ich kann mir die Haare jetzt auch mehr oder weniger gerade ziehen. Das ist halt das mit dem, die Feuchtigkeit zum einen und der jetzt schon leichte Halt, die leichte Stickiness, Klebrigkeit, die jetzt da schon direkt funktionieren, ist ganz cool. Es wird auf keinen Fall mein Allrounder, mein Everyday-Produkt, muss ich zugeben. Habe ich nicht die Haare für, habe ich auch nicht den Schnitt dafür. Aber für alle, die einfach mal nur so kurz ein bisschen auffrischen wollen, nur was ganz Leichtes oder sich die Haare ein bisschen sortieren wollen, dafür ist das Produkt, meine ich, hervorragend geeignet und es hat einfach einen fantastischen Duft. Also wenn das nicht allein schon ein Kaufargument ist, weiß ich auch nicht. Was natürlich auch cool ist für längere Haare. Bisschen Pflege und das Sortieren, einfach in die Längen mit rein, ein bisschen Ordnung reinbringen, ganz leichten Halt eben, um das Frizzige, um den Friss rauszubekommen aus den Haaren, bisschen sortieren. Dafür funktioniert das natürlich auch wunderbar. Ich habe es gesagt, es ist ein relativ vielseitiges Produkt. Ich kann es empfehlen, ich finde es ganz cool. Wie gesagt, es wird aber nie mein Everyday-Produkt werden. Sollte ich mir die Haare vielleicht mal länger wachsen lassen, dann können wir nochmal drüber reden. Aber jetzt momentan, aber für so einen ganz lockeren, einfach nur noch mal schnell rausgehen, bisschen die Haare sortieren, dafür finde ich es hervorragend. Genau. Teilt uns doch mal eure Meinung dazu mit, falls ihr es schon getestet habt, einfach unten in die Kommentare. Ansonsten in der Infobox stehen unsere Kontaktdaten, ihr wisst ja Bescheid. Schreibt uns, ruft uns an, wir sind für euch da und beantworten gerne eure Fragen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, denkt mal an ein Abo und vielleicht einen Daumen nach oben. Und ansonsten sage ich einfach nur noch ciao, servus, euer Max.